Lektion 1. Essen bestellen. Das Bestellen von Essen in einem Fastfood-Restaurant kann eine sehr interessante Erfahrung sein, insbesondere bei Telefongesprächen. Unbedingt. Manchmal macht die Klarheit der Kommunikation den Unterschied, ob Sie genau das bekommen, was Sie wollen. Ja, und ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich am Telefon bin und versuche sicherzustellen, dass ich keine Details übersehe. Ich verstehe. Es ist wichtig, klar zu sprechen und aufmerksam zuzuhören, um Missverständnisse zu vermeiden. Definitiv. Außerdem habe ich meine Bestellung gerne im Kopf, damit ich sie schnell übermitteln kann. Das ist ein kluger Ansatz. Es hilft, Verwirrung zu minimieren und beschleunigt den Prozess. Ich schätze es auch, wenn das Personal während des Anrufs freundlich und geduldig ist, das macht das Erlebnis angenehmer. Ja, eine positive Einstellung kann den Kundenservice wirklich verbessern, auch am Telefon. Lass uns jetzt üben, eine Bestellung aufzugeben. Es könnte Spaß machen und nützlich sein. Lektion 2. Reinigung der Familie. Gleich nachdem du es sauber gemacht hast, lässt sie meinen Vater, meinen Bruder, meine Schwester und mich ihr beim Putzen helfen. Das klingt nach einer Teamleistung. Es ist toll, wenn die Familie in die Hausarbeit involviert ist. Ja, die Arbeit fühlt sich leichter an und macht mehr Spaß, wenn alle zusammen anpacken. Unbedingt. Außerdem ist es eine wunderbare Möglichkeit, während der Arbeit Kontakte zu knüpfen und Geschichten auszutauschen. Ich stimme zu. Manchmal machen wir Putzen zu einem Spiel, um es unterhaltsamer zu machen. Das ist eine fantastische Idee. Es kann eine alltägliche Aufgabe in etwas Unvergessliches verwandeln. Genau. Und es lehrt uns, wie wichtig Teamwork und Verantwortung sind. Planen wir bald einen Reinigungstag für die ganze Familie. Es könnte ein lustiges Treffen werden. Das fände ich toll. Auf die Möglichkeit, die Hausarbeit ein bisschen aufregender zu Lektion gestalten. 3. Katze kuschelt. Meine Katze kam ins Zimmer und setzte sich auf meinen Schoß. Sie war ziemlich zufrieden und schnurrte leise. Das klingt so süß. Katzen sorgen dafür, dass wir uns geliebt und ruhig fühlen. Unbedingt. Es ist erstaunlich, wie ihre Anwesenheit meinen Tag sofort verschönern kann. Ja, Tiere haben eine so beruhigende Wirkung. Sie wissen, wann wir sie am meisten brauchen. Ich genieße diese ruhigen Momente, wenn sie mit mir kuschelt. Es fühlt sich besonders an. Definitiv. Es sind diese kleinen Dinge, die unserem Leben so viel Freude bereiten. Ich denke, Haustiere haben eine einzigartige Fähigkeit, unsere Gefühle zu spüren und mit Zuneigung zu reagieren. Das ist so wahr. Planen wir einen Tag ein, um mit unseren Haustieren zu entspannen und ihre Gesellschaft zu genießen. Dafür bin ich voll und ganz. Wir wünschen Ihnen noch mehr gemütliche Momente mit unseren pelzigen Freunden. Lektion 4. In Erinnerungen schwelgen. Sie erinnerten sich an meine Mutter und hatten eine gute Zeit, mit ihr zu sprechen und in Erinnerung an alte Zeiten zu schwelgen. Das klingt herrlich. Es ist immer herzerwärmend, Erinnerungen mit geliebten Menschen zu teilen. Ja, diese Gespräche können zu so schönen Momenten und Gelächter führen. Unbedingt. Es ist wichtig, diese Verbindungen und Geschichten aus der Vergangenheit zu schätzen. Ich denke, es hilft, die familiären Bindungen zu stärken, wenn wir über gemeinsame Erfahrungen nachdenken. Ich stimme voll und ganz zu. Machen wir es uns zur Aufgabe, mehr solche Familienfeiern abzuhalten. Tolle Idee. Geschichten zu teilen und zu lachen ist eine wunderbare Art, unsere Familiengeschichte am Leben zu erhalten. Ja, und es schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit und Kontinuität für alle. Auf viele weitere unvergessliche Gespräche und wertvolle Momente. Lektion 5. Kreative Ideen. Das ist eine tolle Idee.
Ich könnte Bilder mit handschriftlichen Notizen für eine persönliche Note hinzufügen. Unbedingt. Es verleiht eine zusätzliche Ebene der Nachdenklichkeit, die die Leute wirklich schätzen. Ja, die Kombination von Bildern mit persönlichen Nachrichten kann es einprägsamer machen. Ich liebe das. Es zeigt, wie viel Mühe Sie in Ihr Projekt stecken. Genau. Außerdem ist es eine unterhaltsame Art, Kreativität auszudrücken und Geschichten zu teilen. Ich denke, es wird bei anderen gut ankommen und eine tiefere Verbindung herstellen. Lassen Sie uns über weitere Möglichkeiten nachdenken, um dieses Projekt einzigartig und ansprechend zu gestalten. Ich bin gespannt, wie wir es weiter verbessern können. Gemeinsam können wir etwas ganz Besonderes schaffen, das unsere Ideen widerspiegelt. Lektion 6. Lebensmitteleinkauf. Hallo? Hast du eine Einkaufsliste gemacht? Ich gehe in Kürze zum Laden. Ja, habe ich. Ich habe alles aufgeschrieben, was wir für die Woche brauchen, damit wir nichts vergessen. Das ist großartig. Es hilft immer, beim Einkaufen organisiert zu sein. Unbedingt. Das spart Zeit und stellt sicher, dass wir alles Nötige bekommen. Ich finde es immer einfacher, mich an die Liste zu halten und Impulskäufe auf diese Weise zu vermeiden. Genau. Außerdem hilft es uns, das Budget einzuhalten, was wichtig ist. Lassen Sie uns sicherstellen, dass alle Angebote oder Rabatte verfügbar sind, während wir dort sind. Gute Idee. Es ist immer schön, ein bisschen Geld für Lebensmittel zu sparen. Ich freue mich auf unseren Einkaufsbummel. Zusammen macht es immer mehr Spaß. Lektion 7. Abfluggate. Schauen wir uns das Abfluggate für unseren neuen Flug an. In Ordnung. Es ist wichtig, pünktlich da zu sein, besonders bei all den Änderungen. Ja, ich würde unseren Flug nur ungern verpassen, weil wir nicht im Voraus geplant haben. Unbedingt. Den Zeitplan im Auge zu behalten hilft, Stress in letzter Minute zu vermeiden. Ich stimme zu. Stellen wir sicher, dass wir auch unsere Bordkarten bereit haben. Definitiv. Ich überprüfe alles noch einmal, bevor wir zum Gate gehen. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein, nur für den Fall, dass es zu Verzögerungen kommt. Ja, und wenn wir über den Flugstatus auf dem Laufenden bleiben, können wir uns entspannter fühlen. Beeilen wir uns und finden unser Gate. Ich freue mich auf unsere Reise. Lektion 8. Köstliche Empfehlungen. Das Essen hier ist köstlich und erschwinglich. Irgendwelche anderen Empfehlungen in Hanoi? Ja, Sie müssen unbedingt die Altstadt besuchen. Sie ist voll von fantastischem Streetfood. Das klingt fantastisch. Ich liebe es, lokale Gerichte zu probieren, die die Kultur widerspiegeln. Unbedingt. Die Vielfalt der Aromen und Texturen ist wirklich unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, uns Pho und Bami zu gönnen, während wir dort sind. Ja, und vergessen Sie nicht, den Eierkaffee zu probieren. Es ist eine einzigartige lokale Spezialität. Eierkaffee? Das klingt faszinierend. Davon habe ich noch nie gehört. Es ist köstlich und cremig, ein Muss bei Ihrem Besuch. Ich freue mich darauf, all diese kulinarischen Köstlichkeiten zu erleben. Lektion 9. Gartentipps. Sicher. Fangen Sie klein an und wählen Sie Pflanzen, die zu Ihrem Klima passen. Das ist ein ausgezeichneter Rat. Es ist wichtig, beim Pflanzen die Umwelt zu berücksichtigen. Ja, die Auswahl einheimischer Pflanzen kann oft zu besserem Wachstum und weniger Pflege führen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, lokale Ökosysteme zu unterstützen. Genau. Außerdem können Sie, wenn Sie mit ein paar Pflanzen beginnen, lernen, sich im Laufe der Zeit erweitern.
Ich liebe die Idee, nach und nach einen schönen Garten anzulegen. Lassen Sie uns auch darüber nachdenken, welche Blumen oder Gemüse wir einbeziehen möchten. Ja, eine Mischung aus Farben und Texturen macht es optisch ansprechend. Ich freue mich darauf, diese Gartenreise mit Ihnen zu beginnen. Lektion 10. Reiseplanung. Ich denke, wir sollten unsere Reise planen. Es ist wichtig, dass alles im Voraus organisiert ist. Ich würde sagen, eine Woche sollte ausreichen, um alles zu sehen, was wir wollen, ohne uns überstürzt zu fühlen. Das klingt perfekt. Es gibt uns ausreichend Zeit, unser Reiseziel zu erkunden und in vollen Zügen zu genießen. Genau. Außerdem können wir zwischen den Aktivitäten einige Ausfallzeiten einplanen, um zu entspannen und neue Energie zu tanken. Ja, es ist wichtig, dieses Gleichgewicht zu haben, sonst könnten wir erschöpft sein. Ich stimme zu. Lassen Sie uns eine Liste aller Orte erstellen, die wir besuchen möchten, und der Erlebnisse, die wir erleben möchten. Tolle Idee. Auf diese Weise können wir priorisieren, was für uns am wichtigsten ist. Ich freue mich darauf, mit der Planung zu beginnen. Es wird eine große Freude sein, gemeinsam neue Orte zu erkunden. Ich auch. Ich freue mich darauf, unvergessliche Erinnerungen an unser bevorstehendes Abenteuer zu sammeln. Lektion 11. Lebensstil beim Angeln. Die Fischerei ist seit Generationen ein wichtiger Bestandteil ihrer Nahrungsquellen. Ja, sie lebten in besiedelten Dörfern und wurden Experten darin, Holz von den einheimischen Bäumen zu schnitzen. Es ist faszinierend, wie ihre Fähigkeiten in der Fischerei und Holzbearbeitung ihre Gemeinden geprägt haben. Unbedingt. Diese Fähigkeiten ermöglichten es ihnen, erfolgreich zu sein und einen nachhaltigen Lebensstil zu führen. Ich finde es toll, wie Sie Ihre Umgebung genutzt haben und die Ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal genutzt haben. Genau. Ihre Beziehung zur Natur war für ihr Überleben und ihre Kultur unerlässlich. Erfahren wir mehr darüber, wie diese Praktiken den modernen Lebensstil beeinflusst haben. Das würde ich sehr gerne. Ihre Geschichte zu verstehen, kann uns heute wertvolle Lektionen bieten. Ja, es ist wichtig, die Traditionen zu schätzen, die unsere Welt geprägt haben. Lektion 12. Perfekte Unterkünfte. Ich auch. Stellen wir sicher, dass wir die perfekte Unterkunft für unsere Reise finden. Unbedingt. Eine komfortable Unterkunft kann das gesamte Erlebnis erheblich verbessern. Ja, ich würde einen Ort mit guten Bewertungen und bequemem Zugang zu lokalen Sehenswürdigkeiten bevorzugen. Das ist eine kluge Wahl. Außerdem ist es unerlässlich, nach einem erlebnisreichen Tag ein gemütliches Zimmer zum Entspannen zu haben. Genau. Ich denke, wir sollten bald nach Optionen suchen, um uns die besten Angebote zu sichern. Ich stimme zu. Es ist immer eine gute Idee, Unterkünfte im Voraus zu buchen, besonders in der Hochsaison. Lassen Sie uns auch Annehmlichkeiten wie Frühstück und WLAN in Betracht ziehen, um unseren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Toller Punkt. Diese Extras können wirklich zu unserem Komfort und unserer Bequemlichkeit beitragen. Ich freue mich darauf, den idealen Ort zu finden, der perfekt zu unseren Bedürfnissen passt. Lektion 13. Sicherheit im Badezimmer. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, Haltegriffe im Badezimmer zu haben. Es ist eine so einfache und doch effektive Sicherheitsmaßnahme. Unbedingt. Sie können wirklich dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden, insbesondere für diejenigen, die möglicherweise unsicher auf den Beinen sind. Genau. Ich denke, das sollte jeder in Betracht ziehen, unabhängig vom Alter. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen, besonders in einer so rutschigen Gegend wie dem Badezimmer. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, Haltegriffe in Ihrem eigenen Zuhause installieren zu lassen? Ja, habe ich.
Ich denke, es ist eine kleine Investition für Seelenfrieden und Sicherheit. Definitiv. Außerdem sind sie jetzt in verschiedenen Designs erhältlich, sodass sie sich in das Dekor einfügen können. Das ist ein großartiger Punkt. Sie müssen nicht industriell aussehen. Sie können auch stilvoll sein. Genau. Es geht darum, unsere Räume sowohl funktional als auch schön zu gestalten. Lektion 14. Wohnzimmerecke. Ich habe über die ruhige Ecke im Wohnzimmer nachgedacht. Es könnte perfekt für eine gemütliche Leseecke sein. Das ist eine fantastische Idee. Es ist eine großartige Möglichkeit, diesen Raum zu nutzen. Und wer liebt kein gutes Buch? Genau. Ein bequemer Stuhl und eine gute Beleuchtung würden eine so entspannte Atmosphäre schaffen. Ich kann es mir schon vorstellen. Vielleicht sogar ein kleines Bücherregal, um Lieblingslektüre in der Nähe aufzubewahren. Ja, das würde es noch einladender und funktionaler Und machen. das Hinzufügen einiger Pflanzen könnte den Raum auch wirklich beleben. Ich liebe diese Idee. Pflanzen können dafür sorgen, dass sich jeder Bereich lebendiger und frischer anfühlt. Außerdem sorgt es für einen schönen Hauch von Natur in Innenräumen. Es ist so beruhigend. Definitiv. Lassen Sie uns anfangen, nach dem perfekten Stuhl und Dekor zu suchen, um diese Vision zum Leben zu erwecken. Lektion 15. Herausforderungen des 18. Jahrhunderts. Wenn man über die Geschichte nachdenkt, war das 18. Jahrhundert für viele Menschen eine besonders schwierige Zeit. Unbedingt. Die meisten Menschen arbeiteten als Landwirte auf Grundstücken, die einigen wohlhabenden Grundbesitzern gehörten. Es muss unglaublich schwierig gewesen sein, unter solchen Umständen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, und die Ungleichheit zwischen arm und reich war stark und führte zu vielen sozialen Problemen. Es ist interessant, wie diese Herausforderungen die Gesellschaft geprägt und zukünftige Generationen beeinflusst haben. Genau. Diese Kämpfe spielten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung neuer Ideen über Rechte und Freiheiten. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Geschichte unsere Gegenwart beeinflusst und uns hilft, aktuelle Ungleichheiten zu verstehen. Ja, die Anerkennung der Vergangenheit ist unerlässlich, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, aus diesen Herausforderungen zu lernen und eine gerechtere Gesellschaft anzustreben. Lektion 16. Faszinierende Details. Sie sind so faszinierend, nicht wahr? Das sind sie wirklich. Es sind die kleinen Dinge, die unsere Aufmerksamkeit oft am meisten erregen. Genau. Kleine Details können uns so viel über einen Ort oder eine Person erzählen. Ja, und sie können dafür sorgen, dass sich ein gewöhnliches Erlebnis außergewöhnlich anfühlt. Ich denke, diese Nuancen zu schätzen bereichert unser Verständnis der Welt um uns herum. Unbedingt. Machen wir es uns zur Aufgabe, diese kleinen Momente gemeinsam wahrzunehmen und zu feiern. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Im Leben dreht sich schließlich alles um die Details. Ja, es geht darum, die Schönheit alltäglicher Erlebnisse zu genießen. Ich freue mich darauf, die Welt mit dieser Perspektive zu erkunden. Lektion 17. Fest und Feier. Während des Festes luden sie ihre indischen Freunde ein, was den Anlass noch besonderer machte. Ja, Chief Mesoint kam mit 90 Indianern und sorgte für einen lebendigen kulturellen Austausch. Das ist faszinierend. Es muss ein unglaubliches Treffen voller Geschichten und Traditionen gewesen sein. Unbedingt. Das gemeinsame Essen und das gemeinsame Feiern stärken die Bindungen zwischen den Gemeinschaften. Ich kann mir vorstellen, wie das Fest eine Vielzahl köstlicher Gerichte präsentierte, von denen jedes seine eigene Bedeutung hatte.
Ja, und es ist immer wunderbar, durch Ihre Küche etwas über verschiedene Kulturen zu lernen. Lassen Sie uns mehr über Ihre Tradition erfahren und darüber, wie Sie besondere Anlässe feiern. Das fände ich toll. Das Verständnis dieser kulturellen Praktiken kann unsere Wertschätzung für Vielfalt vertiefen. Wir freuen uns darauf, die Gemeinschaft und die Freude am Erfahrungsaustausch zu feiern. Lektion 18. Reisevorbereitung. Vor unserem Besuch sollten wir sicherstellen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Tolle Idee. Es ist immer gut, sich im Voraus vorzubereiten, um Stress in letzter Minute zu vermeiden. Ja, ich erstelle eine Checkliste, damit wir nichts Wichtiges für die Reise vergessen. Das ist klug. Es hilft wirklich, organisiert zu bleiben, besonders auf Reisen. Unbedingt. Ich packe auch ein paar Snacks für die Reise ein, um uns mit Energie zu versorgen. Ja, Snacks zur Hand zu haben, kann lange Reisen viel angenehmer machen. Lassen Sie uns auch unsere Reservierung bestätigen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Definitiv. Es ist immer besser, diese Details zu überprüfen, bevor wir gehen. Ich freue mich auf unser bevorstehendes Abenteuer und all den Spaß, den wir haben werden. Lektion 19. Sprache und Kommunikation. Sprache wird von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gesprochen. Sie verbindet uns alle. Allerdings sind sich nur wenige Menschen der Feinheiten bewusst, die mit dem Erlernen einer neuen Sprache einhergehen. Genau. Das Verständnis des kulturellen Kontextes ist genauso wichtig wie Wortschatz und Grammatik. Ja, und es bereichert unsere Interaktionen mit anderen auf sinnvolle Weise. Ich denke, diese Nuancen anzunehmen, kann zu tieferen Verbindungen zu Menschen führen. Unbedingt. Lassen Sie uns gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, unsere Sprachkenntnisse zu verbessern. Tolle Idee. Wir können Gespräche üben und aus den Erfahrungen der anderen lernen. Ja, wir hoffen, dass wir in unserer Kommunikation kompetenter und selbstbewusster werden. Ich freue mich auf diese Reise der Sprache und der Verbindung. Lektion 20. Malerische Parks. Definitiv gibt es in der Nähe einen malerischen Park mit gut ausgebauten Wegen, den wir erkunden sollten. Das klingt herrlich. Ich liebe es, in der Natur spazieren zu gehen, besonders an einem Ort, der so wunderschön gepflegt ist. Ja, die frische Luft und das lebendige Grün können unseren Geist und unsere Seele wirklich erfrischen. Ich stimme voll und ganz zu. Außerdem ist es eine großartige Gelegenheit, sich für eine Weile von unserem geschäftigen Leben zu trennen. Genau. Ein friedlicher Spaziergang kann Wunder für unser Wohlbefinden bewirken. Lass uns planen, diesen Park nächstes Wochenende zu besuchen. Ich freue mich darauf. Das klingt perfekt. Wir können ein Picknick einpacken und den Tag inmitten der Natur genießen. Ich liebe diese Idee. Es wird eine wunderbare Möglichkeit sein, Zeit miteinander zu verbringen und gleichzeitig die Schönheit um uns herum zu schätzen. Ja, lassen Sie uns vorher das Wetter überprüfen, um sicherzustellen, dass wir einen schönen Tag für unseren Ausflug haben. Lektion 21. Sinnvolle Verbindungen. Während des Treffens wurden sehr wichtige Themen besprochen. Haben Sie danach irgendwelche Kontaktinformationen ausgetauscht? Ja, ich habe darauf geachtet, mit ein paar Leuten in Kontakt zu treten, die ähnliche Interessen und Ziele teilen. Das ist großartig. Networking kann in Zukunft so viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit eröffnen. Unbedingt. Der Aufbau von Beziehungen ist der Schlüssel zur Erweiterung unseres beruflichen Horizonts. Ich stimme zu. Es ist wichtig, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, um diese Verbindungen aufrechtzuerhalten. Ja, ich habe vor, eine kurze E-Mail zu senden, um Ihnen für das Gespräch zu danken und den Dialog am Laufen zu halten. Das klingt nach einem klugen Schachzug.
Es zeigt ihre Professionalität und ihr Interesse an einer Zusammenarbeit. Genau. Ich bin gespannt, wohin uns diese neuen Verbindungen führen könnten. Unterstützen wir uns weiterhin gegenseitig beim Netzwerken. Das ist eine wertvolle Fähigkeit für unsere Karriere. Lektion 22. Ängste überwinden. Meine Zeilen zu vergessen oder über meine Worte zu stolpern, ist definitiv eine weit verbreitete Angst, aber ich versuche damit umzugehen. Ja, öffentliches Reden kann für viele Menschen entmutigend sein, aber es gibt Möglichkeiten, mit dieser Angst umzugehen. Genau. Ich habe festgestellt, dass das Üben vor einem Spiegel mein Selbstvertrauen stärkt. Das ist eine großartige Technik. Wenn Sie die Präsentation visualisieren, kann sie sich vertrauter anfühlen. Ja, und ich versuche auch, mich auf die Botschaft zu konzentrieren, anstatt mir Gedanken über Perfektion zu machen. Das ist eine hervorragende Denkweise. Es verlagert den Fokus wieder auf das, was wichtig ist, die Verbindung mit dem Publikum. Unbedingt. Lass uns gemeinsam einige Techniken üben, damit wir uns gegenseitig besser vorbereitet fühlen. Das würde mir gefallen. Sich gegenseitig zu unterstützen kann einen großen Unterschied bei der Überwindung dieser Ängste machen. Auch die gemeinsame Bewältigung unserer Herausforderung in der Öffentlichkeit. Lektion 23. Verantwortungsvolle Staatsbürgerschaft. Die Wahrung unserer Freiheit und unserer Union hängt von einer verantwortungsvollen Staatsbürgerschaft ab. Unbedingt. Sich in unseren Gemeinden zu engagieren und informiert zu werden, ist entscheidend für eine gesunde Demokratie. Ja, wenn die Bürger ihre Verantwortung ernst nehmen, stärkt das unsere Gesellschaft insgesamt. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, an lokalen Veranstaltungen und Diskussionen teilzunehmen. Genau. Wählen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, um ein verantwortungsbewusster Bürger zu sein. Ja, jede Stimme zählt und kann unsere Zukunft erheblich beeinflussen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Plan erstellen, um uns an Gemeinschaftsinitiativen zu beteiligen. Das fände ich toll. Wir können so viel tun, um einen positiven Beitrag zu unserer Gesellschaft zu leisten. Auch die aktive Teilnahme an unserer Community und darauf, etwas zu bewegen. Lektion 24. Entspannende Kurzurlaube. Strände und die Möglichkeit, in Luxusresorts zu entspannen, klingen verlockend. Definitiv. Die Idee, mit einem erfrischenden Getränk am Meer zu faulenzen, ist so verlockend. Ich stimme zu. Es ist der perfekte Weg, um sich zu entspannen und dem Alltagsstress zu entfliehen. Ja, und wir sollten erwägen, ein Reiseziel zu besuchen, das sowohl Entspannung als auch Abenteuer bietet. Das ist ein großartiger Punkt. Die Erkundung der lokalen Kultur kann unser Reiseerlebnis erheblich verbessern. Genau. Stellen wir sicher, dass einige Aktivitäten wie Schnorcheln oder Wandern in unsere Pläne aufgenommen werden. Ich kann es kaum erwarten, wunderschöne Strände und luxuriöse Unterkünfte für unseren Kurzurlaub zu finden. Ich auch nicht. Die Planung dieser Reise wird so ein lustiges Erlebnis sein. Auf einen fantastischen Urlaub voller Entspannung und Erkundung. Lektion 25. University Discovery. An einem Ende der Universität, versteckt zwischen mehreren Gebäuden, befindet sich ein Teich. Das klingt herrlich. Ein Teich kann so ein friedlicher Ort zum Entspannen und Nachdenken sein. Unbedingt. Es ist ein großartiger Ort für Schüler, um zwischen den Unterrichtsstunden zu entspannen. Ich kann mir vorstellen, dass es von Bäumen umgeben ist, was eine ruhige Atmosphäre schafft. Ja, die natürliche Schönheit trägt zum Campuserlebnis bei und fördert das Lernen. Ich würde mir gerne etwas Zeit nehmen, um am Teich zu sitzen und die Ruhe zu genießen. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Es ist wichtig, Pausen einzulegen und neue Energie zu tanken.
Lass uns planen, den Teich bald zusammen zu besuchen. Ich würde ihn gerne aus erster Hand sehen. Ich freue mich drauf. Auf die Suche nach versteckten Juwelen rund um den Campus. Lektion 26. Komfort zu Hause. Und bequemer. Das stimmt, aber das Erlebnis auf der großen Leinwand ist es wert. Unbedingt. Es ist immer ein Vergnügen, Filme auf einer großen Leinwand mit großartigem Sound anzusehen. Ja, das immersive Erlebnis steigert den Genuss eines Films wirklich. Ich stimme voll und ganz zu. Die Atmosphäre eines Kinos hat etwas Besonderes. Genau. Aber wenn wir zu Hause ein bequemes Setup haben, können wir unsere Lieblingsfilme jederzeit genießen. Ja, und wir können eine gemütliche Umgebung mit Snacks und Decken schaffen. Das ist der beste Teil. Planen wir bald einen Filmabend, der beide Erlebnisse kombiniert. Ich bin dabei. Wir können eine Mischung aus Klassikern und Neuerscheinungen wählen, um sie gemeinsam zu genießen. Auf tolle Filme und gemütliche Abende, egal ob zu Hause oder im Kino. Lektion 27. Professionelles Auftreten. Das ist ein guter Anfang. Wie wäre es mit deinem Auftritt bei dem Treffen? Ich habe vor, mich professionell zu kleiden und mich zu pflegen, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Das ist wichtig. Poliert auszusehen kann ihr Selbstvertrauen erheblich stärken. Unbedingt. Ich möchte Professionalität und Bereitschaft vermitteln. Ja, und es zeigt auch Respekt vor den Menschen, mit denen sie sich treffen werden. Ich stimme voll und ganz zu. Der erste Eindruck kann den Ton für das gesamte Meeting angeben. Stellen wir sicher, dass wir beide so gut aussehen, dass wir uns gut repräsentieren. Ich freue mich. Wenn wir uns verkleiden, fühlen wir uns gestärkt und bereit, zu glänzen. Wir freuen uns darauf, einen guten Eindruck zu hinterlassen und unsere Ziele zu erreichen. Lektion 28. Entspannungstechniken. Unbedingt. Vor dem Schlafengehen eine nach Lavendel duftende Kerze anzuzünden, hilft mir, mich zu entspannen. Das klingt herrlich. Lavendel ist bekannt für seine beruhigenden Eigenschaften. Ja, der beruhigende Duft schafft eine entspannte Atmosphäre, die mich auf den Schlaf vorbereitet. Ich stimme voll und ganz zu. Aromatherapie kann ein wunderbares Mittel zur Entspannung sein. Genau. Ich denke, es ist wichtig, eine friedliche Schlafenszeit-Routine zu schaffen. Ja, und es hilft unserem Körper zu signalisieren, dass es Zeit ist, sich zu entspannen. Lassen Sie uns weitere Entspannungstechniken untersuchen, die wir in unsere Routinen integrieren können. Das fände ich toll. Wege zum Stressabbau zu finden, ist für unser Wohlbefinden unerlässlich. Auf die Schaffung einer beruhigenden Umgebung für besseren Schlaf und Entspannung. Lektion 29. Ruhige Abenteuer. Es ist wichtig, während der gesamten Reise ruhig zu bleiben. Es hilft, das Abenteuer zu genießen. Genau. Denk daran, es ist nicht ohne Grund ein Abenteuer voller unerwarteter Momente. Ja, die Unsicherheiten anzunehmen, kann zu einigen der besten Erinnerungen führen. Ich stimme voll und ganz zu. Entspannt zu bleiben ermöglicht es uns, offen für neue Erfahrungen zu sein. Konzentrieren wir uns darauf, jeden Schritt unserer Reise zu genießen, egal was passiert. Das ist eine großartige Denkweise. Es dreht sich alles um die Reise, nicht nur um das Ziel. Unbedingt. Wir wollen das Beste aus jedem Moment machen, dem wir begegnen. Ja, lasst uns bleibende Erinnerungen schaffen und unser Abenteuer gemeinsam genießen. Ich freue mich auf unsere bevorstehende Reise. Lektion 30. Die ersten Australier. Haben Sie jemals über die reiche Geschichte der ersten Menschen nachgedacht, die in Australien lebten?
Ja, es ist faszinierend, etwas über die Aborigines und die Torres Strait Islander und ihre tiefe Verbindung zum Land zu erfahren. Absolut. Ihre Kultur und Tradition sind unglaublich vielfältig und existieren seit Tausenden von Jahren. Es ist bemerkenswert, wie sie ihr Erbe bewahren und sich gleichzeitig an moderne Veränderungen in der Gesellschaft anpassen. In der Tat können wir alle von ihrem Wissen über die Umwelt und nachhaltige Praktiken lernen. Ja, und die Anerkennung ihrer Beiträge ist unerlässlich, um Verständnis und Respekt in unseren Gemeinden zu fördern. Es unterstreicht wirklich, wie wichtig es ist, kulturelle Identitäten zu bewahren und Inklusivität zu fördern. Absolut. Diese Geschichten sind für Australiens Identität von entscheidender Bedeutung und sollten gefeiert und weithin geteilt werden. Letztlich hilft uns das Verständnis der Vergangenheit dabei, eine inklusivere Zukunft für alle aufzubauen. Lektion 31. Industrielle Revolution in Entwicklungsländern. Wissen Sie, die industrielle Revolution hat das Potenzial, auch in Ländern der dritten Welt zu passieren. Das ist eine überzeugende Idee. Sie könnte die Lebensbedingungen vieler Menschen erheblich verbessern. Absolut, mit den richtigen Ressourcen und Investitionen können wir Innovationen fördern und Arbeitsplätze schaffen. Ja, für Entwicklungsländer ist es unerlässlich, Technologie und Bildung zu nutzen, um den Fortschritt voranzutreiben. Außerdem kann es Gemeinden in die Lage versetzen, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen und eine nachhaltige Zukunft aufzubauen. Genau, und die Förderung des Unternehmertums kann zu lokalen Lösungen führen, die spezifische Herausforderungen angehen. Es geht darum, Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen, die ganze Gemeinden stärken. Letztlich können die Prinzipien der industriellen Revolution als Blaupause für positive Veränderungen weltweit dienen. Ja, und wir sollten Initiativen unterstützen, die darauf abzielen, die nächste Generation auszubilden und zu stärken. Lektion 32. Abendpläne. Ich dachte, wir könnten uns gegen 18 Uhr treffen. Funktioniert das für dich? Das klingt perfekt für mich. Ich liebe Abendausflüge. In welches Geschäft gehen wir? Ich habe über das neue Lebensmittelgeschäft nachgedacht, das gerade in der Innenstadt eröffnet wurde. Hast du davon gehört? Ja, ich habe einige Anzeigen dafür gesehen und ich habe gehört, dass Sie eine fantastische Auswahl an Bioprodukten haben. Genau. Ich dachte, es wäre ein großartiger Ort, um ihn gemeinsam zu erkunden und dabei frische Zutaten zu sammeln. Ich kann es kaum erwarten. Es macht immer Spaß, neue Orte zu entdecken, besonders wenn es um Lebensmitteleinkäufe geht. Außerdem können wir nach dem Einkaufen zu Abend essen. Es gibt auch einige gute Restaurants in der Nähe. Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Ich freue mich darauf, diesen neuen italienischen Ort auszuprobieren. Oh, ich habe tolle Dinge über Ihre Pasta gehört. Ich hoffe, Sie haben Sitzgelegenheiten im Freien für eine schöne Abendstimmung. Lektion 33. Nachhaltiges Leben. Ich denke, einer der großen Vorteile dieses Ansatzes ist, dass er im Vergleich zu herkömmlichen Methoden günstiger ist und weniger Land benötigt. Das stimmt, und es spricht Leute an, die nicht viel Geld in die Instandhaltung großer Immobilien investieren wollen. Genau, viele suchen nach günstigeren Wohnmöglichkeiten, die dennoch Komfort und Stil bieten. Und es ist faszinierend, wie nachhaltige Lebenspraktiken in städtischen Gebieten immer beliebter werden. Ja, mit dem Aufkommen winziger Häuser und umweltfreundlicher Designs führen viele zu einem einfacheren Lebensstil. Es fördert wirklich die Kreativität bei der Art und Weise, wie wir Raum und Ressourcen nutzen, nicht wahr? Unbedingt.
Die Menschen finden innovative Wege, um ihren Lebensraum zu maximieren und gleichzeitig ihren Fußabdruck zu minimieren. Letztlich kommt dieser Wandel nicht nur dem Einzelnen zugute, sondern trägt auch positiv zur Umwelt bei. Ja, es ist aufregend, darüber nachzudenken, wie diese Trends unsere Gemeinden in Zukunft prägen werden. Lektion 34. Networking auf Konferenzen. Hallöchen, bist du auch wegen der Konferenz hier? Ja, das bin ich. Ich freue mich sehr darauf, von den Rednern zu lernen und mich mit anderen Teilnehmern zu vernetzen. Das ist fantastisch. Es gibt immer so viel zu gewinnen, wenn man mit anderen in Kontakt tritt, die ähnliche Interessen teilen. Absolut. Ich glaube, dass diese Möglichkeiten zu Kooperationen und neuen Ideen führen können, an die wir alleine vielleicht nicht gedacht hätten. Genau, und wer weiß, welche Art von Partnerschaften aus einem einfachen Gespräch entstehen könnten. Richtig. Es ist erstaunlich, wie eine Verbindung Türen zu unzähligen Möglichkeiten in unserem Berufsleben öffnen kann. Außerdem kann die Vielfalt der Perspektiven, denen wir begegnen, unser Verständnis des Fachgebiets wirklich bereichern. Ja, und ich denke, es hilft uns auch zu wachsen, indem es unsere bestehenden Sichtweisen in Frage stellt und uns inspiriert, anders zu denken. Letztlich sind diese Erfahrungen von unschätzbarem Wert und können unsere Karriere auf unerwartete Weise prägen.